Ich male schon mein Leben lang Bilder. Früher als Kind im Kopf mit stundenlangen Tagträumen. Dann parallel mit Zeichnungen und Malereien. Und später zusätzlich mit Worten, mit Geschichten, die ich zu Papier brachte und die nun als Bücher erhältlich sind. Und seit ein paar Jahren male ich auch noch zusätzlich Bilder mit meiner Kamera in diesen Videos hier, wo ich mein einfaches, langsames Leben als Selbstversorger in Bild und Ton einfange. Na, wollen Sie spielen oder nicht? Odin will. Mal gucken, ob Miku auch will. Das ist einfach ein Wahnsinnswetter. Das soll auch noch ein paar Tage so bleiben und dann soll es wieder anfangen zu regnen. Und ich dachte, oh, ich muss das jetzt voll ausnutzen. Das ist einfach richtig Frühlingswetter. Das fühlt sich auch richtig danach an. Die Vögel zwitschern und die Sonne scheint und es ist warm. Und es ist einfach unglaublich schön. Und noch keine Insekten. Die zwei spielen wieder. Der Alte kann noch. Voll die Frühlingsgefühle hier. Da kommt die Mini auch. Leider nur die Handykamera gerade. Aber das habe ich voll mit reingekriegt jetzt. Das ist ja so schön, wenn der Alte auch mal wieder läuft. Das ist Frühlingsgefühle. Das Musikstück, das dieses Video hier begleitet, heißt Spinne Drömmar. Das bedeutet gesponnene Träume. Es ist eins meiner eigenen Stücke, ich habe es selbst geschrieben und ihr findet es auf meinem Album Gifu. Es ist erhältlich auf Bandcamp unter Marit Rolfsdatter. Apropos Bilder malen, ich habe früher sehr, sehr viel in Öl und Acryl gemalt und musste dann komplett mit der Malerei aufhören, da ich die Gerüche nicht vertrage, also die Ausdunstung. Es ist so, dass mein Körper nicht richtig entgiftet, beziehungsweise nicht mehr richtig entgiftet. Früher ging das, und zwar auf Enzymebene. Das heißt also,
Zum Beispiel werden flüchtige Stoffe nicht zeitnah abgebaut. Das heißt, sie werden irgendwann abgebaut, nur nicht schnell genug. Und deswegen musste ich aufhören und habe irgendwann dann so ein bisschen experimentiert mit Aquarellfarben. Die sind nicht ganz so giftig, aber ja, es ist nicht ganz mein Ding. Also ich habe es hinbekommen, ich kann damit auch gut malen, aber es ist nicht richtig meins. Und deswegen werde ich jetzt etwas ganz Neues ausprobieren. Wenn ich was malen soll, das immer nur draußen machen und auch nur ganz kurz. Und würde aber so gerne wieder irgendwie künstlerisch tätig werden und habe jetzt einen Plan. Ich möchte versuchen, mit Naturmaterialien Kunst zu erstellen, also Bilder zu erstellen, im Prinzip mit Sand malen, vielleicht kann man das so nennen. Dazu muss man den Sand natürlich festkleben und Kleber ist auch giftig. Und deswegen werde ich jetzt mal einen Mehl-Zucker-Kleber herstellen und dann mal ein Testbild machen. Das heißt also, ich werde erstmal ein etwas einfacheres, abstraktes Bild machen und gucken, wie das so funktioniert, das, was ich mir so vorstelle. Mein Leben bestand und besteht aus Bildern, einem inneren Film, der sich konstant vor meinem geistigen Auge abspielt. Wenn ich Bücher schreibe, dann beschreibe ich einfach den Film im Kopf, den ich sehe. Die Geräusche, die ich dabei höre und was ich dabei rieche oder riechen würde, denn Bilder und Geräusche höre ich in meinem Inneren tatsächlich, riechen so gut wie nie. Aber es kommt immer der Gedanke auf, das riecht doch bestimmt nach Blüten oder salzig am Meer. Und ab und an rieche ich es auch tatsächlich. Ich habe erst spät erfahren, dass nicht alle Menschen in sich bewegenden Bildern, also in einem Film, denken. Also alles in einer Art Videoclip sehen, jedes Wort, jeden Witz, jede Unterhaltung. Ich bin natürlich nicht allein in Filmen denkend. Da gibt es einige da draußen. Und viele denken in Bildern, jedoch nicht als sich bewegter Film. Und sehr viele sehen nur Standbilder. Mein Mann gehört zu dieser Gruppe, die eher abstrakt denkt, nur mit ganz wenigen Bildern. Wie ich mir das genau vorstellen soll, das konnte er nicht richtig in Worte fassen, obwohl er sonst sehr visuell ist und Details erkennt, die sonst keiner bemerkt. Doch sich die Welt in Gedanken malen, so wie ich das tue, das ist ihm fremd. Das ist vielen fremd. Für mich kann ich es mir kaum vorstellen, nicht Tag zu träumen, in farbigen, bewegten Bildern. Es ist wie eine zweite Welt, ein zweites Leben, das ich als wunderbare Bereicherung empfinde. Ein zweites Leben, das mir so viel gegeben hat. Eine Welt, wo meine Kreativität ihren Ursprung findet. Tagträumen. Eine wundervolle Gabe, die so oft belächelt wird. Die viel zu wenig Beachtung findet, zumindest nicht im positiven Sinne. Also, ich bin ehrlich gesagt für den ersten Versuch wirklich zufrieden. Abstrakt. Und irgendwann demnächst werde ich dann mal versuchen, ja, was Richtiges zu malen, in Anführungsstrichen, also was Substanzielles, und ja, mal sehen. Und da das natürlich so ist, dass einiges an Sand noch oben drauf liegt und nicht hundertprozentig fest ist, muss ich das Ganze versiegeln. Ich habe Klarlack gekauft. Giftig natürlich für mich, aber ich habe als Spraylack und ich werde das dann draußen machen und ich bin sehr gespannt, aber dazu muss das erst vollständig durchtrocknen. Und dann bin ich gespannt, ob das dann immer noch gut aussieht, wenn da dann Klarlack drüber ist. Das MS Ephemerita Südo war mir zu dick und das ist mir immer noch irgendwie, das
gefällt mir nicht so richtig. Ich habe jetzt MR genommen für Marit Rolfsdatter, meinen Künstlernamen. Bin mir noch nicht so schlüssig, ob ich das nicht, weil das sieht einfach nicht so schön aus, ob ich das nicht tatsächlich einfach mit Farbe male, damit das nicht so fett und unförmig aussieht. Ich muss mal gucken. Ich habe mich jetzt letztendlich für einen Runengalder entschieden. Und zwar ist ein Galder eine zusammengesetzte Rune aus 2 Runen. Und zwar mit meinem Künstlernamen Marit Rolfsdatter, also mit der Rune M und R. Der Grund, warum ich jetzt meinen Künstlernamen verwende und nicht wie früher auf meinen Bildern MS, Marita Südow, ist, dass ich jetzt eine komplett neue Art von Kunst mache und sowieso einen Künstlernamen habe für meine Musikstücke, meine Hafenstücke. Und ich finde, das passt sehr gut. Mir gefällt das so und so werde ich das ab jetzt machen. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Patronen auf Patreon bedanken, denn ihr macht es möglich, dass ich diese Videos hier machen kann. Denn so ein Video zu machen ist doch auch mit Kosten verbunden. Und wenn man mich unterstützen möchte, kann man das auf Patreon machen und ein Patron werden. Und damit dann die Kosten, die diese Videos machen, decken. Und vielen, vielen Dank an euch, ihr macht es möglich. Strahlender Sonnenschein und schön warm. Und die Pferde, da muss ich mal heller machen hier. Liegen im Stall und machen Mittagspause. Von wegen, der Stall ist zu dunkel und die mögen das nicht und was weiß ich nicht, was ich manchmal für Kommentare bekomme. Ich habe Offenstallhaltung, das heißt, dieser Stall, das ist immer offen. Die können also rein und raus, genau wie sie wollen. Und sonst haben die ein riesiges Gebiet. Überall, soweit das Auge reicht, in die Richtung und komplett nach oben für sich zur Verfügung. Ein Pferdeparadies. Hier müssen wir sofort kommen, ne? Ganz schön windig heute. Und während die 2 da spielen, muss ich mich um die Taten von dem Alten hier kümmern. Denn, wie ihr vielleicht sehen könnt, sind die Zäune hier komplett runtergedrückt. Und zwar wirklich überall, teilweise ganz unten. Denn er lehnt sich da drüber, weil das Gras hier schon ein klein bisschen mehr gewachsen ist. Ja, also ich muss jetzt hier einen Stromdraht lang ziehen. Denn irgendwann muss ich den Zaun erhöhen, damit ich keinen Strom brauche. Aber ich muss den Zaun auch versetzen, denn nachdem wir das Gestell für das Gewächshaus gebaut haben, ja, ist das da unten ein bisschen zu eng geworden mit den Maßen, die wir haben wollten. Und da komme ich mit dem Rasenmäher echt kaum noch durch. So, da muss ich dann, da sieht man da ist das Gestell und das ist dann der Zaun. So, ich muss den Zaun hier ein paar Meter vorversetzen. Und bevor ich das nicht gemacht habe, erhöhe ich den natürlich nicht. Das heißt also, bis dahin muss ein Stromzaun her. Und da werde ich mich jetzt drum kümmern.
Wer tagträumen kann, der ist reich. Ich lasse mir meine Träume nicht nehmen. Denn genau diese Tagträumereien sind meine Quelle für neue Ideen, für meine Kreativität und meine Antriebskraft, immer Neues anzufangen, immer neue Wege zu gehen, nach den Sternen zu greifen, das Unmögliche möglich machen durch Tagträumerei als Ursprung. Tagträumen, so eine wundervolle Gabe. Leider kann ich nicht weiter ranzoomen. Weiter reicht mein Zoom nicht. Aber da stehen sie und gucken. Stehen wie Statuen, die rühren sich überhaupt nicht. Ja doch, da. Die sind also echt.